Was ist dein Warum? Jetzt nimmst du aber die Frage, was ist dein Warum? Du beantwortest sie. Und wenn du dann nochmal fragst, warum? Und dann darauf nochmal fragst, warum? Dann gehst du immer tiefer rein und immer tiefer rein. Genau. Ja, und das ist gar nicht so einfach, solche Fragen zu beantworten. Aber dann bin ich irgendwann wieder zur Arbeit gekommen und habe morgens beim Kaffee das Gespräch gehört, wie gefühlt jeden Tag. Alles wird teurer. Spritkosten, Rente. Ja? Rente, jeden Tag das Thema Rente. Ich krieg zu viel. Ja, kenn ich. Ey, Rente, da hast du nichts mehr von. Tobias Beck hatte so einen geilen Spruch mal gesagt, irgendwie, von wegen 40 Jahre arbeiten, um dann, aber das Ding ist, nur weil ich jetzt auf einmal in dem Ding genauso viel verdiene wie in meinem Hauptjob, kündige ich nicht direkt meinen Hauptjob. Ich habe da was von Tobias Beck tatsächlich auch mitgenommen. Und zwar sage ich, okay, erstmal will ich doppelt so viel verdienen wie in meinem Hauptberuf und das ein halbes Jahr lang. Sei nochmal gegrüßt, ist ja jetzt im zweiten Teil hier was ganz anderes. Also Genau. nicht wundern, den Niklas gab es schon mal hier auf dem Kanal, Teil 1. Ja. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich das Teil 1 und Teil 2 nenne, aber auf jeden Fall ganz andere Thematik, Chemikant. Einfach mal abchecken auf dem Kanal. Und heute geht es ja um das, was du dir noch nebenbei aufbaust. Richtig. Daher erzähl doch mal gerne den Zuschauern, ja, was du da unternehmerisch, Selbstständigkeit mäßig jetzt nebenbei so anfängst und dir da so aufbaust. Genau. Im Großen und Ganzen gesagt bin ich erstmal im Network Marketing nebenbei tätig. So, Network Marketing ist jetzt ein großer Begriff, große Industrie. Gibt es sehr viele Bereiche. Viele verbinden damit erstmal Thema Produktverkauf im Sinne von irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder sowas. Da bin ich komplett raus. Also im Endeffekt arbeite ich mit einer Firma zusammen und wir bieten eine Plattform online an, über die du lernst, wie gehe ich mit meinen Finanzen um, ja, wie manage ich meine aktuellen Finanzen, um am Ende des Monats mehr Geld übrig zu haben, ja, und auch, wie investiere ich mein Geld, ja. Ich glaube, du hast dich auch schon ein bisschen mit dem ganzen Thema Geld investieren und so weiter beschäftigt. Ich glaube, da habe ich auch schon ein bisschen was auf deinem Kanal gesehen. Ja. Wie investiere ich mein Geld? Auch Thema Trading ist bei uns zum Beispiel eine Sache, ne? Nach einem gewissen Trading-System von einer bestimmten Person halt wirklich, also von einem Profi ein Trading-System. Weil viele sagen immer, Trading, ja, ist so schwierige Sache, ich verliere da nur Geld, was weiß ich, ist doch alles Bullshit, funktioniert nicht. Kannst ja überall verlieren. Das Geld kannst du erstens überall verlieren und zweitens verlierst du meistens dann das Geld beim Trading oder zu viel Geld beim Trading, wenn du kein festes System hast. Dementsprechend gibt es bei uns ein System, was du auch lernen kannst. Ne? Dann halt so Geschichten, haben auch viele schon mal gehört, Thema Copy-and-Paste-Trading, das heißt Signale über eine Telegram-Gruppe zum Beispiel, die du dann in deinem Broker umsetzen kannst zum Traden. Ne? Thema Kryptowährungen, Aktien. Ja. Da bin ich drin. Solche Geschichten, ja. Künstliche Intelligenz im Bereich Krypto zum Beispiel auch, Bitcoin-Trading und so, ja. Solche Geschichten werden halt bei uns angeboten und da kriegst du halt verschiedene Produkte an den Mann, je nach Paket auch. Also wir haben verschiedene Pakete auch im Angebot, was da so gibt, weil nicht jeder hat gleich viel Geld, so sag ich mal. Ne? Irgendwo ein bisschen Geld musst du auch haben, um zu starten. Genau, so grob gesagt ist das die Sache, wo ich jetzt gerade am Start bin. Und meiner Meinung nach nicht gerade ganz unwichtig. Thema Finanzen sollten wir uns, glaube ich, alle mal Gedanken machen. Ne? Ja. Vor allem generell, da fällt mir schon wieder direkt ein, so wie viele eben halt ja ihre Finanzen eben halt nicht im Griff haben und auch Schwierigkeiten damit haben, Geld zu sparen oder so. Und wenn sie dann sparen, dann wirklich das wörtlich nehmen und, keine Ahnung, Geld unter den Kopfkissen legen, so blöd gesagt, oder eine Sparbüchse schmeißen, aber das ist es heutzutage nicht mehr, ne? Nee. Sondern alle heulen dann jetzt rum mit Inflation und so einen Scheiß, ja, aber da muss man auch was machen.
Ne? Also wenn man, Richtig, keine richtig. Ahnung, von Steuerberater habe ich letztens noch gehört, nur mal so prognostisch oder so, keine Ahnung, wenn man jetzt 10 Millionen hätte und man würde die jetzt 5 Jahre liegen lassen oder so, dann hast du halt in 5 Jahren nur noch 5 Millionen Wert davon, wegen der Inflation. Ja. Also einfach nur so, ne, nicht mich jetzt festnageln auf die Jahreszeit, aber auf jeden Fall, du hast Verlust. So, und trotzdem machen das ja viele und lassen das Geld einfach auf der Bank liegen. Genau das. Ja, das ist ja trotzdem faktisch immer noch ein Euro, was ich da sehe. Ja. 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 Ne? Aber. So, zum Beispiel, ich kann auch aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich dann mal für hier die Geschichte oder andere Sachen Freelancer beauftragt habe über Fiverr, da zahlst du ja mit Dollar. Und auf einmal war der Dollar eine Zeit lang mehr wert als Euro. Und dann denke ich mir so, okay, das ist interessant, weil dann siehst du, weil du freust dich immer so, keine Ahnung, du zahlst ja dann für Dienstleistung XY, sag ich mal, 40 Euro und du weißt, wird dir 33 Euro oder so kosten, auf einmal so 45 Euro. Hä? Da merkst du dann, aha, es ist wahr so, ne? Ja. Weil ich glaube, so im Alltag spürt man nicht immer vielleicht direkt die Inflation. Natürlich, jetzt kommen einige vielleicht mit ein paar Produkte, Lebensmittel, die dann teurer werden, ja, Ja. aber jetzt sind ja trotzdem so, sag ich mal, so Kleinigkeiten. Keine Ahnung, kaufst dir eine Flasche Bier, ja, 1,30, dann ist es jetzt 1,35. Ja, das sind immer so, ich glaube, das staut sich dann Das kommt so schleichend, deswegen kriegst du es, glaube ich, nicht so nicht so arg mit. Genau. So, und deswegen grundsätzlich Thema Finanzen mega wichtig. Absolut, absolut. Einfach sich damit mal zu beschäftigen, Portfolio aufzubauen, diversifizieren und ab die Fuhr. Ja. Also, Richtig. ne, Link in die Videobeschreibung zum Niklas, dann Kontakt aufbauen, dann wisst ihr Bescheid. Ne? Genau, dürft ihr euch so sehr, sehr gerne melden. Ich Genau. freue mich. So, aber natürlich jetzt die nächste Frage wichtig, so wie kam es jetzt auch dazu? Also worin besteht deine Motivation letztendlich jetzt da einfach dir selber was aufzubauen? So. Also grundsätzlich habe ich schon vor 6 Jahren oder so, habe ich schon mal Kontakt zu Network-Marketing-Firmen gehabt, auch im Bereich Finanzen tatsächlich. Bin da dann allerdings als Kunde gewesen und zwar habe ich Gold gekauft. Mhm. Also, ne, ich habe praktisch darüber einen Goldsparplan abgeschlossen. Ja. Der läuft auch jetzt noch monatlich 100 Euro in Gold. Ja, Macht übrigens absolut Sinn, Gold ist super. habe ich auch. Edelmetalle, ne, aber genau. Und dann wollte ich ursprünglich auch da in die Firma einsteigen. Zu dem, zu dem ersten Teil von unserem Interview. Mhm. Ich bin sehr weit umgezogen. Und die Abchecken. Ja, ich bin sehr weit umgezogen, 400 Kilometer. Die Büros waren in Essen. Mhm. Ja, wenn ihr den ersten Teil schon gesehen habt, wisst ihr, dass das mit Essen und dem, wo ich jetzt wohne, Baden-Württemberg, nicht so gut funktioniert. Ja, dann eben hätte das halt einfach nicht geklappt. Das war halt genau in der Zeit. Und dementsprechend bin ich da damals nicht gestartet, habe dann Jahre später, nochmal ein bisschen Kontakt zu anderen Network-Marketing-Firmen gehabt. Ne, auch Zoom-Calls gehabt und so. Viel läuft ja heutzutage wirklich über Zoom auch in den Bereichen tatsächlich. Also vor allem jetzt seit Corona Also da ist ja sowieso alles über Videocalls. Mhm. Und bin aber nie eingestiegen. Muss ich ja Geld investieren. Ja. Scheiße, muss ich ja Geld bezahlen. Ja. Da war aber auch teilweise ein sehr viel Produktnetwork, wo ich auch dazu halt nicht so Bock drauf hatte. Weil du musst halt wirklich hinter den Produkten stehen. Du musst sie erstmal ausprobieren eigentlich, ja, um zu wissen, okay, kann ich das verkaufen? Ja, klar. Wenn ich die ausprobiere, finde ich scheiße und dann will ich es verkaufen, ist halt auch Bullshit. Ja. Ja, und dann habe ich es erstmal eine Weile einfach gut sein lassen. Ich meine, ich verdiene nicht schlecht in meinem Job und so, aber dann bin ich irgendwann wieder zur Arbeit gekommen und habe morgens beim Kaffee das Gespräch gehört, wie gefühlt jeden Tag. Alles wird teurer. Spritkosten, Rente. Ja. Ja? Rente, jeden Tag das Thema Rente. Ich krieg zu viel. Ja, kenn ich. Ey, Rente, da hast du nichts mehr von. Also wirklich, ne? Warte, Tobias Beck hatte so einen geilen Spruch mal gesagt, irgendwie, von wegen 40 Jahre arbeiten, um dann einen Bruchteil von dem zu kriegen, was jetzt schon nicht reicht. Mhm. Ja. Den Spruch finde ich geil. Ne, das trifft nicht auf alle. Vor allem einen Bruchteil zu bekommen von dem, was man geleistet hat. Auch du als Mensch. Ja, das Für irgendeine Firma.
Richtig, richtig. Also, ich weiß nicht, ob ihr das euch mal angeguckt habt, aber Rente, du kriegst da jetzt nicht mehr viel. Also, mittlerweile, wir haben heute schon eine sehr hohe Rate, was Altersarmut angeht, ja. Und das waren halt alles so Themen, wo ich gesagt habe, du musst irgendwas nebenbei machen. Du musst dich damit beschäftigen, wie lege ich mir mein Geld an, was tue ich. So, du kannst dich nicht einfach darauf ausruhen, dass du einen guten Job hast und das war's. Das kannst du knicken. Ja. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Ich habe gegoogelt, ich habe überall geguckt, wie kannst du online Geld verdienen. Ja. Ne, und wie funktioniert das und so weiter und so fort. Und bin dann irgendwann auf einen Typen gestoßen, wo ich dachte, okay, der ist irgendwie sympathisch auf Instagram. Habe ich ihn angeschrieben. Ja, habe dann noch ein Webinar von ihm, was er in seinem Linktree verlinkt hatte, habe ich mir das Webinar angeguckt und dachte mir so, ja, cool. Ich habe ihn angeschrieben, einen Tag später oder 2, sind wir auf einen Zoom-Call gegangen. Am gleichen Tag bin ich direkt noch gestartet. Und habe gesagt, okay, mache ich. Ja, weil ich eben mit genau dem, was ich jetzt mache, ich lerne darüber, wie funktionieren die Finanzen, wie kann ich investieren und so weiter und so fort. Und ich habe halt einfach die Chance, weil das eine gute Sache ist, ich kann das auch noch vermarkten, ich kann mir dadurch auch noch Geld verdienen. Natürlich bekomme ich Provision, wenn du startest. So funktioniert Network Marketing. Ja. Dafür braucht man sich auch generell nicht rechtfertigen. Da regen sich genug Leute drüber auf. Ich habe ja hier schon ein paar Finanz- und Versicherungsmakler jetzt sitzen gehabt und generell alles, was mit diesem Begriff Provision zu tun hat, ist immer so negativ behaftet. Ja. Aber wo soll ich jetzt da ansetzen? Also, ja, die Leute, die ja letztendlich auch sich einfach selbstständig was aufbauen wollen, die müssen ja davon leben. So. Ja. Und das ist einfach ein Ding der Sache. So, scheiß mal einfach auf die Begrifflichkeiten. Es gehört einfach dazu. Richtig. So. Ja. Ganz simpel gesagt, es gehört einfach dazu. Punkt, aus, fertig. So. Ja? Und vor allem, wenn man ja selber auch der Überzeugung ist von seiner Selbstständigkeit und von dem, was man da aufbaut, dass das richtig ist, naja, was macht man? Naja, man geht nach außen. Ja. Man erzählt davon, man will es am Mann bringen, einfach wirklich auch gutmütig, im idealsten Sinne. Ich weiß aber, was einige meinen, so, weil Online-Marketing ist halt auch ein bisschen so generell hier und da verbrannt. Ich habe mich da auch schon verbrannt. Aber ja, da macht man halt Fehler, lernt daraus und macht es einfach besser. Richtig. Aber dann immer gleich alles, wie halt gerne bei uns in der Gesellschaft gemacht wird, immer alles zu verteufeln, dass alles scheiße ist, was dann in diesem Bereich anfällt, wie nämlich auch Finanzberater, Versicherungsverkäufer, also Makler, alles Verbrecher. Ja, also ist passt in jetzt, Deutschland hier, eh passt schwierig. jetzt hier nicht in dem Interview rein. So, aber trotzdem sage ich das jetzt, weil ich ja jetzt letztens auch hier Versicherungsmakler hatte und der auch gesagt hat, ja, dann ist man hier privat irgendwie unterwegs, dann wird man gefragt, was machst du beruflich? Versicherungsmakler. Ja, und dann kommt direkt als Antwort, ja, also ich bin gut abgesichert, brauchst mir mit gar nichts kommen, bla 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 bla. Und dann, ja, pass auf, der zweite Satz so nach dem Motto, ja, aber hast du mal für die Versicherung XY einen Tipp? So. Da wäre ja das gleiche jetzt ein bisschen so mit deinen Finanzdienstleistungen, so nach dem Motto, ja, finanziell bin ich gut aufgestellt, mir geht's bestens, keine Ahnung, ich brauche keinen Tipp, aber hast du vielleicht doch nochmal einen Tipp? So. Ja. Und das ist ja das gleiche in grün. Daher, Leute, be open-minded. Einfach offen sein für alles. Man kann sich ja alles einfach anhören und dann immer noch reflektieren und sagen, ist halt nichts für mich, aber Richtig. ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir vor 3 Minuten waren, aber ich habe jetzt einfach komplett keine Ahnung. Ja, grundsätzlich ist ja die Motivation, warum du das anfangen wolltest. Ja, ich habe auch sehr viel geredet. die Gespräche auf der Arbeit und so, ja. Genau. Und die haben dich dann natürlich auch mit dazu. Das war ein massiver Trigger, ja. Ja, weil das kenne ich halt auch und ich hoffe vielleicht auch der eine oder andere von euch da draußen. Ne, immer auf der Arbeit die gleichen Gespräche. Ja. Wo man sich halt denkt, generell auch, wenn du dich über deinen Beruf zum Beispiel jetzt aufregst und du dich ja in dem de facto getriggert fühlst, warum machst du das dann noch? So. Ja, also wirklich so. Selbst, du musst ja jetzt nicht, scheiß mal jetzt auf deine Selbstständigkeit, sondern einfach, warum kümmerst du dich nicht darum, mal zu schauen, was kann ich machen für eine Weiterbildung? Oder in dem Bereich, wie kann ich mich weiterbilden? Da überhaupt mal zu informieren, sondern dann sitzt man da täglich,
hört jahrelang die gleiche Meckerei. Dann kommt noch, by the way, natürlich Wetter, jeden Tag scheiße in Deutschland, heulen auch mal alle rum. Immer so, denke ich mir so, boah, ey Leute, Ist immer ihr habt Probleme, denke ich mir immer so. Wenn ich die manchmal so hätte in meinem Kopf täglich, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Und dann immer diese Glaubenssätze von, was weiß ich, wo die dann herkommen, sozialen Umfeld, von der Kindheit vielleicht auch, dass man die vielleicht mal lernen darf, auch aufzuarbeiten. So dieses, Geld stinkt. Ja. Also solche Sachen, keine Ahnung. Ne? Das ist, Geld ich bin zu alt, schlecht. ich bin zu alt, um mich weiterzubilden. Ich bin zu alt, um zu lernen. Ihr müsst euch mal vorstellen, du bist jetzt 25, ne? Ich war 25. Ich werde jetzt 31, ich war 25 und habe von einem 33-Jährigen, also 1-2 Jahre älter als ich jetzt, gehört, weil ich dann gesagt habe, ich mache noch dann parallel Studium und so neben der Arbeit. Ja, du kannst das ja noch, bist ja jung. Da denke ich mir so, was bist du mit 33? Bist du jetzt kurz vom Sarg oder was? Was ist denn da los mit dir? Also, So, da fangen aber die Ausreden an. Und ja, ansonsten erzähl du noch. Ich meine, du wirst ja hier eigentlich offiziell interviewt. Ich rede mit dir wieder in Rage, Alter. Ja, ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm. Ja, aber du kannst da nachempfinden. So dieses. Absolut. Also, das ist. Ich will einfach schon quasi da raus, weil ich keinen Bock habe, mir die Scheiße jeden Tag anzuhören. Deswegen war ich ja so froh, dass ich zum Beispiel aus diesem normalen, ich sag mal, Arbeitsumfeld raus konnte. Erstmal, in meinem Fall Krankenhaus zu 1:1, heißt, ich arbeite alleine. Einfach, ich habe keinen, der mich nervt, irgendeinen Scheiß labert. Einfach nur für mich. Einfach nur, um diesen Störfaktor schon mal auszumerzen. Das macht einiges aus. Ja. Also Mindset-technisch macht das einiges aus. Ja, weil, ganz kurz, ich muss dich wieder unterbrechen, aber Teil 1 hatte ich kurz erzählt, wegen hier die Scheiße, ich war dann im Krankenhaus und genau da nämlich diese alltäglichen Scheiße in 3 Stunden sofort auf mich eingeprasselt ist. Da waren ja auch dann viele Gespräche nebenbei, das war alle am Rumquengeln und Papier ausgefüllt. Läuft jetzt wieder nicht aus so einer Scheiße. Der Drucker läuft nicht, ich muss da hinlaufen. Und dann so, ich muss jetzt aufstehen. Für jeden Scheiß genörgelt, ohne Scheiß. Das fängt schon an mit dem. So nervig. Mit dem Aufstehen. Ja. Weißt du, allein diese Aufstehgeräusche, sag ich. Ey, ohne Scheiß. Also, ne, damit fängt das schon an, so, ne? Und dann da ist mehr Negativität in der ganzen Geschichte drin, als die meisten Leute selber eigentlich von sich mitkriegen. Und das ist ein geiler Satz. Absolut anstrengend. Das ist aber ein geiler Satz. Mehr Negativität drin, als die Leute von sich selbst mitbekommen. Ja, die merken es nicht. Ja, eben. Du gehst dann abends nach Hause, ja, Couch, keine Ahnung, oder hier Bierchen trinken und dann, ja, wieder let's do it, next day. Aber sich einfach nicht mal dahin zu setzen, mal wirklich zu reflektieren, das ist das Richtige, was ich für mich im Leben auch brauche. Ja. Generell. Eben, So. also das ist, ich habe auch schon auf der Arbeit, habe ich auch schon einen Satz gehört, so Geld verdienen hat nichts mit Spaß zu tun, ja. Der ist geil. Ey, habe ich den schon mal gehört? Ich weiß es nicht. Gut. Ich habe da sogar ein Reel drüber gedreht, weil mich das so aufgeregt hat, dieser Satz innerlich, ja. Ich habe mein Handy rausgenommen, habe mir eine Notiz auf dem Handy gemacht und habe mir gesagt, okay, ich muss darüber ein Reel drehen, ich muss darüber sprechen. Da fühle ich mich hart getriggert, ey. Ich sag ja immer, habe ich ja von Janosch, schöne Grüße gehen raus. Ja, dieses, wenn du dich getriggert fühlst, denk mal drüber nach, da fühle ich mich hart getriggert. Weil das kann ich, ehrlich, wenn das so ein Satz wäre und ich sitze auf der Arbeit, da würde ich mir denken, Junge, ist das jetzt dein Ernst, dass du das gesagt hast? Ja. Und das ist ja in vielen Lebensbereichen. Ne? Hier Verletzung 2-mal in 2 Stunden gehört. Weil du wirst gefragt, wo? Ja, Sport. Nur einfach Sport. Ja, weißt ja, ne? Was du dann zu tun hast. Sport ist Mord. Und dann vor allem, aber sorry, von Menschen, die auch noch in beiden Fällen dann das Doppelte von denen sind, was die brauchen an Körpergewicht. Da denke ich mir, aber grundsätzlich diese Aussage, und das ist trotzdem das gleiche wie im finanziellen oder Business aufbauen. Das Problem ist, ich bin ja so ein Mensch, wenn ich so was höre, ja, ich frage mich ja immer, ist da so ein Quäntchen Wahrheit dahinter? Darum geht's mir immer. Ja. Weil wenn ich mich dann immer selber reflektiere und ich schwöre hier
nackig auf dem Glastisch, keine Ahnung, dass ich solche Sachen auf der Arbeit nie, dann habe ich mich mal vielleicht 1-2 Mal hinreißen lassen in 5 Jahren oder 6 Jahren oder so, Krankenhaus, keine Ahnung, so Arbeitnehmertum und so, dass ich dann auch so mitgeredet habe, agiert habe oder so. Aber ansonsten, dass ich mir immer gedacht habe, ja, lass die halt reden, aber ich habe halt nie so, heute regnet das Wetter, scheiße. Ach, Sportdings, verstehe ich nicht. Ach, Geld interessiert mich, was soll ich da? Also, und auch diese ganzen Sachen, die du jetzt gesagt hast, da, dieses Geld hat nichts mit Geld verdienen hat nichts mit Spaß zu tun und all solche. Brutal. Ich bin kaputt. Nee, das waren immer so Sachen, die habe ich nie propagiert oder so. Oder dann vor allem, wenn ich die gehört habe, dass ich die jetzt. Ja, ich konnte nicht darauf antworten, weil immer was immer in mir drin gesagt hat, nö, du siehst das halt nicht so. Und weil ich mir dann dachte, höchstens, okay, hast jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder hältst halt die Fresse oder du sagst halt was und hast halt hier eine riesen Diskussion. Aber ich habe auch gelernt, die Diskussion nur an den richtigen Orten oder Punkten anzusetzen, weil was soll ich jetzt da in gewissen Situationen diskutieren, wenn ich genau weiß, ich kenne das selber, du kennst das auch, du kannst jetzt jedes Mal was über finanzielle Freiheit erzählen. Ich kann ja jedes Mal was über Fitness und was weiß ich erzählen, aber ich weiß ganz genau, die Umsetzung fehlt dann. Bei vielen. Punkt. Ja, zu 95% fehlt die Umsetzung. Also, was soll ich jetzt da in Diskussionen oder irgendwie Leute bekehren oder was weiß ich, besser wissen oder einfach, dass man mal drüber redet, bringt eh nichts bei den meisten. So, Kannst du auch mit einer Wand reden? Ja, ich sag mal so, ich will einfach darauf hinaus, ehrliche Signale spürt man dann. So, wenn jetzt ehrlich jemand meint, ey, aber dann kommt man auch irgendwie auf einen zu oder so. Ey, pass auf, ne, ich habe jetzt irgendwie so gehört oder so, was weiß ich. Ich möchte meine Finanzen in den Griff kriegen, kannst mir helfen. So. Ja. Ich möchte das in den Griff kriegen, das, aber ich kann das. Ja, ich bin da voll bei dir. Also, ich bin da so froh, dass ich mir das nicht mehr geben muss. Ey, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Das machst schon dein Mindfuck von 70% reduziert hat. Ja, das fühl ich komplett. Ist so. Ich weiß auch jetzt schon, wenn irgendeiner meiner Arbeitskollegen das Video hier sehen wird. Grüße. Ja. Ja. Das wird geil. Ja. Das wird lustig. Ja. Ja. Wo waren wir da hängen geblieben jetzt, ne? Deine Motivation. Ja, so absolut abgeschlossen. Ja, nee, aber voll okay. Ja, nee, aber klar, wegen halt der Motivation, dass du das gründen möchtest. Aber hast ja jetzt Ja, ich glaube, die Motivation, die haben wir ausführlich durch. Die haben wir durch, ja. Ja, interessant wäre, ich habe noch die Frage so aufgeschrieben, je nachdem, ob du darauf antworten kannst, was hilft dir in deiner jetzigen Selbstständigkeit, was du nebenbei aufbaust, aus deiner jetzigen Tätigkeit als Chemikant? Gibt es da was, wo du irgendwas rausfiltern kannst aus deinem jetzigen festen Beruf für dein Ding, was du aufziehst? Ja, wenn du nur ist, dass du gelernt hast, dass du das nicht willst. Ja, also tatsächlich hast du damit auf jeden Fall schon mal einen Teil beantwortet. Also wirklich, das ist eben, ne, auch wenn es nicht direkt was mit meinem jetzigen Hauptberuf zu tun hat, ja, habe ich trotzdem in der Tätigkeit gelernt, okay, ich will aus dem Standard raus. Mhm. Ja, weil mir es auf den Sack geht. Ganz einfach, ja. Klingt für manche vielleicht auch überheblich, für sehr viele bin ich mir ziemlich sicher, ja. Aber ist mir egal. So, aber das ist halt echt so ein Ding. Ich meine, ich habe mich ja selber auch hinreißen lassen, irgendwie an den Gesprächen, Scheißwetter, dies, das, hin und her. Ja, diese Negativität, ich meine, das ist immerhin dein Umfeld, mit den Arbeitskollegen verbringst du sehr, sehr viel Zeit. Ja. Und dementsprechend gehst du dann auch irgendwo so ein bisschen in die Richtung, auch von den Ansätzen, die deine Arbeitskollegen haben, von der Meinung, die deine Arbeitskollegen haben. Es gibt immer so den schönen Satz, den hat jeder schon gehört, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, ja. Und wenn du, das ist einfach so, aber irgendwann war es mir einfach zu viel und dann hat es einmal so Klick gemacht und dann habe ich auf einmal angefangen, jeden Tag mit dem Handy am PC, ich habe jeden Tag rumgegoogelt, Instagram und so, ich habe geguckt, okay, wie, was und wo. Übrigens, Andrew Tate ist dann ein Thema geworden in den Reels, der ist so viral gegangen, überall. Jetzt vielleicht auch mal kurz erklären, wer das ist, weil für die Leute, die den jetzt nicht kennen.
Andrew Tate, ja, wer ist das? Ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr kontroverses Thema und sehr, sehr schwierig, ja. Es wird dem nachgesagt, grundsätzlich erstmal vorneweg, es wird dem Typen nachgesagt, dass er frauenfeindlich, sexistisch und so weiter ist, ja. Und sehr, sehr viele schlechte Dinge. Aber das ist auch nichts, was mich davon beeindruckt hat, muss ich sagen. Also das verurteile ich so eine Art. Aber Andrew Tate ist ein sehr beeinflussender Mensch, der auf TikTok und Instagram massiv unterwegs war und auch zum Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum und einfach, du kannst reich werden, du kannst Geld verdienen. Und so sehr viele Videos gab es da von diesem Typen, ja. Also wirklich auch sehr viele Motivationsvideos und so. Und man kann von dem Typen halten, was man will. Aber eins ist sicher, wenn er darüber spricht, dass du es packen kannst, aus dieser Normalität rauszukommen, aus der Matrix auszubrechen, wie er auch immer so schön sagt, der kann Leute motivieren, ja, und genau in diesem Bereich ist er halt einfach gut, das kann man dem halt einfach nicht abschreiben. Ja, und das war auch so ein Ding, genau in der Zeit, wo ich sowieso angefangen habe zu suchen, kamen dann noch solche Videos, ne, brich aus der Matrix aus und so weiter. Und das ist absoluter Trigger. Und jetzt habe ich auch irgendwie ein bisschen den Faden verloren, tatsächlich. Nicht schlimm. Ja, wo waren wir jetzt? Ja, wo waren wir denn jetzt? Müssen wir nochmal hier kurz gucken. Ja, Leck mich einfach am wegen der Frage einfach, was dir aus deiner Selbstständigkeit, also aus deinem Beruf hilft für die Selbstständigkeit eventuell. Ja, genau. Und sonst, ich glaube tatsächlich durch das normale Berufsleben über die Jahre auch, habe ich auch einfach mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gewonnen. So nach dem Motto, okay, ich kann gewisse Dinge kann ich richtig gut, andere Dinge kann ich vielleicht nicht so gut, aber das ist okay. Ja, und wenn du dieses Selbstbewusstsein Stück für Stück immer mehr gewinnst, dann hilft das auch genau in dem Bereich, in dem ich jetzt halt reingehen möchte oder in dem ich jetzt reingehe. Ja? Wenn du sagst, okay, du gehst auch irgendwo in die Selbstständigkeit, du baust dir nebenbei ein Business auf, dann ist Selbstbewusstsein schon sehr essentiell. So. Und ich würde auch da unterscheiden zwischen Selbstbewusstsein, wie vielleicht viele verstehen, zwischen dieses Brust raus und selbstbewusst auftreten, sondern du bist dir deiner selbst bewusst. Richtig. Was sind deine Fehler, was sind deine Stärken? Das andere ist nämlich Selbstsicherheit. Genau. Auch nicht unwichtig. Ne? Selbstsicherheit ist definitiv auch eine gute Ist Sache. letztendlich ein aber Teil des Selbstbewusstseins, Richtig. aber deswegen, ich wollte halt nur noch mal so definieren, weil viele immer unter, ich bin selbstbewusst. Ja. Brust raus. Problem ist, das wird leider sehr oft mit Arroganz verwechselt. Ja, das auch. Viele verwechseln auch den Begriff Arroganz und eingebildet. Das ist dann auch mal so schnell runtergerattert. Du bist arrogant und eingebildet. Ja, was denn jetzt? Ja, das ist dann auch nochmal wieder so ein Thema. So, das sind halt Menschen, die haben sich dann nie mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. So in den meisten Fällen, ja. Beschäftigst du dich mit dem Thema, weißt du auch, was da Sache ist. So, dann verstehst du es auch besser. So. Ja, genau, aber das Thema wirklich Selbstbewusstsein, ich denke, das habe ich auch aus meinem Arbeitsleben so bisher schon gut auch rausziehen können. Und das ist absolut hilfreich. Ja, also letztendlich auch mal in die Reflexion zu gehen, ne? Ja. Das kann man, glaube ich, an der Stelle auf jeden Fall mal da draußen jedem mitgeben. Ja, ist echt immer sehr, sehr banal und einfach so dahingeredet, aber einfach echt essentiell für den Alltag. Absolut. Für sich selbst, für sein Umfeld. Ja. Auch so über solche Sätze, weil du hast jetzt auch gesagt, das hat man natürlich schon oft gehört, Durchschnitt der 5 Menschen von seinem Umfeld zu sein, aber ist wirklich so. Ja. Wenn du dich natürlich mit Menschen umgibst, die jetzt zum Beispiel nur damit sich beschäftigen, finanziell frei zu werden, einfach nur diesen potenziellen Weg gehen zu wollen, dann wirst du potenziell auch den Weg gehen. So, richtig. Wenn jetzt 5 Alkoholiker, ich bin immer gerade selber Bier am Trinken, aber nein, aber wenn du jetzt zum Beispiel nur 5 Alkoholiker um dir hast, dann ist die Gefahr größer, dass du natürlich auch öfter mal Alkohol trinkst oder was weiß ich. Absolut, ne? Ja. Es stimmt einfach, ne? Ja. Ich habe ja so einen Satz kreiert, für mich hört sich jetzt blöd an, aber ist halt so, du bist, was du isst, kennt man ja. Ja.
du bist mit wem du bist und du bist, was du denkst. Ja. So. Ist aber wirklich, was dran. Und das ist halt wirklich so. Und eigentlich ist das Letzte, du bist, was du denkst, also Thema Einstellung, über alles. Weil letztendlich Thema, du bist, was du denkst, die anderen Segmente ja auch beeinflusst. Ja. Dürft ihr euch gerne mal aufschreiben, den Satz, glaube ich. So, Svens Weisheiten. Ja. Da ist doch Bescheid. Neues Videoformat, Svens Weisheiten. Svens Weisheiten kommt demnächst raus, ey. Oh Mann. Komm mal so ein bisschen für die Zukunft. Hast du da schon irgendwie einen Plan geschmiedet oder wo siehst du deine Projekte in Zukunft? Wo soll es hingehen für dich? Für die Zukunft. Das Ding ist, klar, man setzt sich grundsätzlich, wenn du sowas anfängst, beschäftigt man sich erstmal sowieso mit dem Thema Zielsetzung und so weiter. Ja. Sonst, wenn du keine Ziele hast, dann wird das auch schwierig, an deinen Zielen zu arbeiten. So, dann kommst du auch nicht groß voran. Ja. Und dementsprechend, klar, habe ich mir da schon gewisse Ziele gesetzt. Ne? Auf Dauer, ich möchte nicht auf Dauer Schicht arbeiten. Und das ist halt auch wirklich die Motivation, ja, irgendwie die Motivation, die wir gerade schon hatten, überhaupt zu starten, ist aber auch irgendwo so der Grund oder das Ziel auch, ne, zu sagen so, okay, ich will da raus. Zu sagen, okay, irgendwann hauptberuflich Network Marketing und mich selber mit dem Thema Finanzen beschäftigen, auch selber traden und das ist übrigens auch ein Thema, was mich sehr, sehr interessiert tatsächlich auch. Ja, wirklich selber so Daytrading, so in der Richtung. Das macht Spaß, das ist sehr interessant. Können nicht viele nachvollziehen, aber ich finde es echt cool. Ja. Und aber auch wirklich in dem Marketingbereich, wirklich sich einfach komplett selbstständig zu machen und davon leben zu können. Weil das Ding ist, das ist ein Job, den kannst du von überall aus machen. Du kannst dir deine Zeiten selber einteilen. Du bist halt deutlich unabhängiger. Und du bist nur mit Menschen umgeben, die verdammt nochmal erfolgreich werden wollen. Ja. Ja, es gibt jeden Tag um 20 Uhr gibt es Hustle-Calls bei uns, wo mehrere Leute zusammen in einem Zoom-Call hocken und zusammen arbeiten und sich gegenseitig unterstützen und sich auch Fragen stellen können, wenn irgendwo Probleme auftreten und so. Zum Thema Umfeld jetzt auch. Ja. Ne? So, und das ist halt einfach so das Ding. Du änderst damit durch automatisch dein Umfeld, lernst neue Menschen kennen und entwickelst dich einfach weiter. Wenn ich damit nicht angefangen hätte, würde ich auch nicht hier sitzen übrigens. Ja. Also nur mal so. Ja, genau. Das ist auch so ein guter Punkt. Ich glaub, Thema Netzwerk und so. Genau, ich glaube auch generell in Teil 1 hatten wir das nur gesagt, dass ja 4 Stunden entfernt jetzt hier angereist bist. Ja. Aber generell zum Thema Zielsetzung und so fällt mir jetzt spontan ein. Also du musst jetzt nicht auf die Frage antworten, aber ich habe selber letztens die Frage gehört, halt zum Thema Coaching, für was willst du im Leben stehen? Das ist ja eine Frage, die halt man sich ja selber erstmal stellen muss und dann kommt man auf eine Antwort, die erstmal, nix. Also wofür willst du eigentlich im Leben stehen? Wofür willst du stehen? Willst du dafür stehen, dass du 40, 45 Jahre halt irgendwie für jemanden anderen arbeitest? Wenn du damit glücklich unzufrieden bist, so, darum geht's. Dann ja, okay, aber die Statistik habe ich jetzt auch in vielen Interviews schon rausgeballert. 87% sind unzufrieden mit ihren Jobs. So. Und dafür ist unter anderem auch hier die Plattform da, um eben halt diese Unzufriedenheit auch kundgeben zu können, damit man auch rausfiltern kann, wo sind Probleme, Unzufriedenheiten, um eventuell den einen oder anderen dann auch mal vielleicht sogar direkt und nicht nur über die Plattform hier, aber anzusprechen, sprich Arbeitgeber, um Dinge zu optimieren. Aber natürlich auch andersrum. Es gibt natürlich auch Bereiche aus Arbeitgebersicht, die von Arbeitnehmersicht dann natürlich optimiert werden müssen. Aber wofür willst du stehen? Wofür willst du stehen? Könntest du das jetzt für dich so beantworten spontan? Das Ding ist, ich habe mich da schon mal ein bisschen mit beschäftigt. Das Thema, wo willst du stehen? Die Frage, das ist wirklich so. Wofür, nicht wo willst du stehen? Wofür willst du stehen, ja. Im Leben so quasi. Das ist wirklich so eine Frage. Die muss man sich halt aufschreiben und drüber nachdenken und darum geht's. So, das ist so eine Frage, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was ist dein Warum? Ja, genau. Ja, und
der Witz ist, dass ich habe auch letztens noch mit einem Kollegen, den habe ich auch übrigens kennengelernt, weil ich mit Network Marketing angefangen habe, ja. Sonst hätte ich den auch nie kennengelernt. Wenn ich nicht durchgehend auf Insta gepostet hätte, hätte er mich nicht angeschrieben. Ja, so kommt's. Ja. Das ist auch so ein Ding. Und dann habe ich mit ihm einen Zoom-Call gehabt und wir haben ein bisschen gequatscht. Und da hat er mich halt auch gefragt, was ist dein Warum? Jetzt nimmst du aber die Frage, was ist dein Warum? Du beantwortest sie. Und wenn du dann nochmal fragst, warum? Und dann darauf nochmal fragst, warum? Dann gehst du immer tiefer rein und immer tiefer rein. Genau. Ja, und das ist gar nicht so einfach, solche Fragen zu beantworten. Genau. Grundsätzlich ist das so, mein erstes Warum war auch immer so, okay, ich möchte eine finanzielle Freiheit erreichen, ja, oder allgemein Freiheit, ja, so, ich möchte irgendwo mein eigener Chef sein, ich möchte mir keine Sorgen um Geld machen müssen, sondern einfach glücklich mit einer Familie irgendwann zusammen leben. Ne? Ich habe tatsächlich auch irgendwie so immer so das Bild im Hinterkopf, so Haus am See, Peter Fox, weißt du, so, Ja. so einfach wirklich so ein Haus am See, ne? Grillpartys mit der ganzen Familie und so, alles glücklich, keine Sorgen. Das ist auch wirklich ein Wunsch von mir, so, ne? Auf der anderen Seite möchte ich aber auch Leuten helfen, eben aus ihrem Trott da wieder rauszukommen. Ja. Also, weil viele Leute stecken da auch selber drin fest und wissen selber auch teilweise gar nicht, dass sie drin feststecken, Ganz bis sie genau. einer mal ein bisschen wachrüttelt, ja. Ja. Ich möchte auch gerne selber Leute rausholen und ich habe auch Bock, irgendwann mal auf Bühnen zu stehen und wirklich zu Leuten zu sprechen. Ja. Das wurde mir tatsächlich auch häufig schon gesagt, so, ich kann mir vorstellen, dass du irgendwann mal kannst und so, ne. Auch von Networkern schon häufig, auch von Hörern schon. Aber auch komplett unabhängig aus verschiedenen Ecken und so. Und dann habe ich mir Gedanken drüber gemacht und ja. Der dann Pilot als Und das geht auf jeden Fall auch wieder in die Richtung. Und damit bin ich jetzt auch wieder auf einem Punkt, womit ich vielleicht in die richtige Richtung gehe. Aber da finde ich voll interessant, weil ich habe auch letztens darüber gesprochen mit mehreren Leuten. Auch nochmal vielleicht so eine Message für euch da draußen so. Man bekommt oft Dinge gut geschrieben. Zum Beispiel einfach so by the way so. Ja, ich habe das Gefühl, ich glaube, du könntest so auf der Bühne gut performen oder so. Was ja noch dezenter anfangen kann. Keine Ahnung, du kannst gut sprechen, du hast eine kräftige Stimme, was weiß ich. Dass die meisten das dann aber so als, ja, danke, so normal hinnehmen, so, ja, danke, ja, danke. Also, worauf will ich hinaus? Darin versuchen, eine Fähigkeit zu sehen. Ja. Und idealerweise die Fähigkeit dann für sich zu nutzen und auszubauen. Ja. Und ich kenne das selber, dass man dann hier und da vielleicht was zugesprochen bekommt und dann einfach so, so typisch, ich glaube auch wieder so ein bisschen typisch deutsch. Ja, ich glaube. Ja, alles so normal, ja, alles so halt normal. Ne, so. Vor allem, was soll man denn jetzt in Weltbewegendes darin sehen können, dass man halt von Menschen sprechen kann? Ach komm, kann ja jeder. Ja, eben kann ja jeder eben nicht. Das So. ist tatsächlich die größte Angst. Ja, jeder Zweite hat auf jeden Fall auch Angst, Präsentationen zu halten. Ich kann es selber bezeugen, wie viele der Stift geht, wenn die hier sitzen. Ja. Was alles cool ist, ne? Darauf will ich jetzt gar nicht anspielen, sondern einfach, dass aber trotzdem man in der Masse oder wenn man jetzt auf einem Arbeitsplatz wäre oder so wäre oder auch im Umfeld, das nicht sagen würde oder zugeben würde. Sondern dann würde man vielleicht wahrscheinlich meistens mitschwimmen. Ja. Ja. Und ich meine, man sieht das doch schon, mein Gott, jeder wird sich schon an seine Schulzeit und Ausbildungszeit erinnern können. So, du saßt da so, Gruppenarbeiten und wer hat sich nach vorne geprescht in der Gruppenarbeit? So, eigentlich keiner, bis mal irgendeiner widerwillig gesagt hat, ja komm, ich mach den Vortrag von 6 Leuten. Ja, das ist immer so. Das ist doch schon ein Indiz. Du machst das, du kannst das besser. Ja, aber keiner hat Schiss davor, keiner hat Ängste, keiner hat... Das finde ich immer sehr lustig so. Die Angst davor, vor Menschen zu sprechen, ist, glaube ich, sogar größer als die Angst vorm Sterben tatsächlich. Habe ich mal gehört. Das musst du dir mal reintun. Musst dir mal reintun, ne? Das ist krank. Das ist echt krank. Für eine Sache, die, ja, wie soll ich das sagen? Ich will jetzt nicht sagen, die normal ist, weil das ist ja nicht normal. Du stehst ja jetzt nicht auf und sprichst vor 20 Menschen. Aber
Hat letztendlich wieder einfach mit Glaubenssätzen zu tun, die irgendwo mal eingetrichtert wurden oder die auch entstanden sind durch halt eine Art Degradierung, die man erfahren hat in Schulsystem, keine Ahnung, dann ein Lehrer gesagt hat, hast du nicht gut gemacht, also degradiert, zack, schlecht, Stempel aufgedrückt, oh scheiße, ja, dann war ich jetzt scheiße, dann war es vielleicht nochmal ein zweites, drittes Mal scheiße, dann irgendwann sagst du, ja, ich bin scheiße. Ich kann das nicht. Ich kann keinen Vortrag halten, obwohl vielleicht einfach nur der Inhalt scheiße war. Tatsächlich, kann ja sein. Aber das hat ja nichts damit zu tun, wie du agierst als Mensch. Wie du redest, wie du sprichst, wie du gestikulierst, hat ja nichts damit zu tun, ob du dann von Inhalten in dem Moment dann da einfach vielleicht wirklich nicht brilliert hast. Aber ja, man kriegt dann einen Stempel aufgedrückt, lässt sich davon beeinflussen. Und dann geht der Weg so weiter. Und in solchen Situationen wie jetzt zum Beispiel würde das dann wieder auftauchen. Ja, dann sind wir wieder beim Thema Selbstbewusstsein. So, weil ich bin selbstbewusst, ja. Wie ich heute im Krankenhaus viele Schwestern auch dachte, von deren Präsent, oh, die sind aber, denken, dass sie sehr selbstbewusst sind. Ja, dann würde ich immer gerne hier sitzen sehen, ob die dann immer noch so selbstbewusst sind. Also, ja das ist krass. Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wo wir da vor 5 Minuten angefangen haben. Ja, die Zukunft für deine Projekte und Selbstständigkeit, genau. Da haben wir dann angesetzt. Ja, keine Ahnung, hast du dir irgendwie generell so ein Ziel gesetzt, wann du davon leben wollen würdest? Gibt es da irgendwas einfach so als kurzfristiges, mittelfristiges oder auch langfristiges Ziel? Langfristig wäre jetzt ein bisschen blöd, so in 10 Jahren oder so, aber... Nee, also ich sag mal so, ich bin jetzt noch nicht so lange in der Geschichte drin. Ich mache das jetzt noch nicht so lange, ne? Aber also davon leben können, würde ich, wäre so der Plan, dass ich das könnte, sagen wir es mal so. Ja. So ab Ende des Jahres. Der wäre, dass ich ab Ende des Jahres davon leben könnte. Ja, dazu ist aber zu sagen, nur weil man davon leben kann, heißt das nicht zwingend, dass du direkt deinen Job kündigst. Ja? Na, man sollte auch gewisse Regularien einhalten. Das ist bestimmt auch schneller machbar übrigens. So. Aber es hängt auch immer von der Person ab und so weiter. Aber das Ding ist, nur weil ich jetzt auf einmal in dem Ding genauso viel verdiene wie in meinem Hauptjob, kündige ich nicht direkt meinen Hauptjob. Ja? Ich habe da was von Tobias Beck tatsächlich auch mitgenommen. Und zwar sage ich, okay, erstmal will ich doppelt so viel verdienen wie in meinem Hauptberuf. Und das ein halbes Jahr lang. Macht auch Sinn, weil die Hälfte musst du eh selber weglegen. Dann bist du nämlich bei der Hälfte Abzug bei deinem jetzigen Nettoeinkommen vom Beruf. Richtig. Ich will das Doppelte von dem, was ich jetzt verdiene, mindestens mal ein halbes Jahr lang verdienen. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt kann ich kündigen. Ich glaube, das ist eine geile Regel. Ja, weil nach einem halben Jahr weiß man dann auch wahrscheinlich, okay, da läuft er jetzt ungefähr auch so immer dann jeden Monat darauf hinaus. Oder wird natürlich idealerweise mehr. Genau. Weil wir jetzt eh gerade bei der Thematik sind, würde mich da interessieren, so wie viel Zeit geht dann so neben der Arbeitszeit drauf, weil da wird natürlich jetzt die jetzt noch dran sind, auch, denke ich mal, interessieren, wenn man einfach Bock hat, grundsätzlich, sage ich mal, jetzt irgendwie nebenbei was aufzubauen. Was würdest du vielleicht jetzt einfach aus deiner Erfahrung für dich sagen, wie viel Zeit nimmst du dir jeden Tag oder alle 2 Tage, wie auch immer, Zeit für dein Business, sage ich mal? Und würdest du vielleicht sagen, sollte man sich grundsätzlich an Zeit nehmen? Okay, das Thema Zeit ist so eine Sache, also wirklich, je nachdem, wie viel Zeit du dir dafür nimmst, das bestimmt am Ende auch, wie erfolgreich wirst du oder wie schnell wirst du erfolgreich. Ja? Ja, das bestimmt nicht unbedingt, wie erfolgreich du wirst, aber das bestimmt vielleicht, wie schnell du erfolgreich wirst. Ja. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Du kannst da sehr viel Zeit drin versenken. Ja. Man muss natürlich immer irgendwie gucken, habe ich jetzt eine Freundin? Habe ich irgendwelche Haustiere, um die ich mich noch kümmern muss? Ja. Habe ich so, du musst halt schon irgendwo gucken, okay, was ist wirklich wichtig? Ja, was ist essentiell wichtig außerhalb von meinem Hauptberuf und dem, was ich mir nebenbei aufbaue? Da musst du erstmal gucken, was ist überhaupt essentiell wichtig? Was darf ich da jetzt nicht irgendwie verkacken? Ja? Da musst du halt auch mal ausloten. Und dann kannst du gucken, okay, die restliche Zeit, die kannst du theoretisch komplett da rein versenken. Ja? Wenn du abends 2 Stunden Netflix guckst,
kannst dich auch 2 Stunden lang da hinsetzen und dich darum kümmern, Insta-Reels zu drehen, dich damit zu beschäftigen, okay, wie funktioniert das Thema Trading? Bei uns jetzt zum Beispiel, ja, ich muss mich ja damit ich muss ja einmal selber lernen durch die Produkte oder will es ja auch, sonst macht das ja alles keinen Sinn. Genau. Und gleichzeitig gehe ich dann halt auch noch raus und will das Ganze vermarkten. Das kostet natürlich mehr Zeit. Du kannst auch als Kunde einfach nur starten, dann brauchst du weniger Zeit. Dann sagst du, okay, am Tag nehme ich mir 1 bis 2 Stunden Zeit und lerne. 1 bis 2 Stunden kriegt jeder hin. Braucht mir keiner erzählen, dass er es nicht hinkriegt. Weil wenn du jetzt behauptest, du kriegst das zeitlich nicht hin, dann fühlst du dich erstmal getriggert. Dann bitte ich dich jetzt in dem Moment, nimm dein Handy, geh mal auf die Einstellungen, guck mal auf deine Bildschirmzeit, ja? Von Instagram und so, ja. Und dann sag mir mal deine Bildschirmzeit. Oder überleg dir mal, okay, hast du gerade mit deiner Bildschirmzeit Geld verdient? Oder irgendwas? Oder hast du irgendwas getan während dieser Bildschirmzeit, die dafür sorgt, dass du in Zukunft damit Geld verdienen könntest? In 90% der Fälle mindestens nein. Ja. Also hast du die Zeit. Ja. Das ist so, keine Zeit ist eine Ausrede, die funktioniert nicht. Sorry, das ist Bullshit. Ja, gibt ja den schönen Satz, ne? Wir haben alle 24 Stunden am Tag Zeit, nur was du damit machst und anfängst, liegt natürlich bei dir selber. Ist alles Prioritätensache halt, ne? Ja. Dementsprechend Man kann ja trotzdem, ganz ehrlich so, man kann ja trotzdem sagen, okay, ich habe abends noch 3 Stunden Zeit, ja, dann kann ich ja trotzdem noch 1 Stunde davon Netflixen. So, dann habe ich halt 2 Stunden, aber trotzdem Business gemacht und am Ende sage ich, ich belohne mich sogar mit der Stunde 2 dann noch für Film gucken, was weiß ich. Ne? So, muss ja nicht alles, nur die Leute gibt's, diese krassen Hustler, die nach der normalen Arbeit dann noch bum 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 und dann, klar, dann sagst du ja auch, dann geht's schneller voran, aber dieses Grundsätzliche, was du sagst, ich habe dafür keine Zeit, ja, wofür Zeit? ja, Kann man wieder auf alles spreaden, Finanzen, Ernährung, Gesundheit, bla bla bla, wofür nimmst du dir überhaupt Zeit? richtig, ne? Also es gibt Tage, sage ich, okay, ne, da komme ich jetzt irgendwie nur 1, 2 Stunden zu irgendwas in der Richtung Business. Es gibt aber Tage, da bin ich ehrlich, könnte ich manchmal auch mehr machen und ärgere mich vielleicht auch sogar im Nachhinein, dass ich nicht mehr gemacht habe. Mal angenommen, ich komme von der Frühschicht, meine Freundin ist gerade auf Spätschicht. Das heißt, man sieht sich sowieso nicht. Ja. Sie ist arbeiten, so, Haustiere sind versorgt, ne? Ja. Ist nicht so schwer, Meerschweinchen, Katze, das funktioniert. Ja. Zeit. Wann hast du Zeit? Was passiert sehr schnell? Richtig. Instagram oder TikTok. Ja. Ich muss zugeben, ich ertappe mich auch selber manchmal dabei. Ja. Ich will irgendwie gerade, ich will ein Reel drehen oder ich will irgendwas hochladen oder so oder mich mal einfach schlau machen, okay, was kannst du denn noch für Themen machen? Mir vielleicht von irgendwelchen anderen Leuten was abgucken oder so. Ist ja auch vollkommen normal. Content Recycling halt, ne? Ja. So, aber und dann bleibst du da auf einmal in den Reels hängen. Ist absolut dämlich, das passiert, glaube ich, jedem. Ist eine Sache der Disziplin, da auch wieder dann sagen, okay, stopp. Also, ja, Fazit zum Thema Zeit. Du kannst sehr viel Zeit da drin versenken. Ich sag mal, je nachdem, was du erreichen willst, ob du Produktnutzung nur machen willst oder ob du allgemein auch dieses Business komplett, so wie ich das jetzt machen möchte, machst. Also 2, 3 Stunden oder so am Tag solltest du eigentlich schon irgendwie mal gucken, dass du das hinkriegst oder so. Und wenn du dann halt den einen Tag nichts machen kannst, aber am nächsten Tag hast du vielleicht mehr Zeit, dann produzierst du halt irgendwelche Reels vor oder was weiß ich. Ja. Na, das ist Zeitmanagement halt. Aber du brauchst halt schon ein paar Stunden am Tag, musst du halt schon rein investieren. Ja, das finde ich auch sehr interessant. Mit 20 Minuten ist also das an alle, die nicht bisher gegessen. jetzt hier waren, ob als, sag mal schon etablierte Selbstständige oder richtige Unternehmer oder angehende Selbstständige, du musst halt was machen. Punkt. Ja. Du musst, es geht nicht, deswegen triggere ich ja auch mal gerne so darauf, wenn ich irgendwo auf Instagram-Profilen oder so sehe, dieses Jahr 5-stellig verdienen in 1, 2 Stunden pro Tag Arbeit.
für krasse Leute, die dann sich in ihren Bereichen auskennen, ist ja vielleicht möglich, keine Ahnung. Aber das ist halt auch, also wenn ich sowas schon lese, würde ich euch abraten, nicht da drauf zu gehen. Deswegen jetzt in Ich dem krieg Fall. da schon so eine Krawatte, wenn ich das lese und höre. Also, Aber ja, deswegen in dem Fall habt ihr jetzt dann den Niklas kennengelernt. Deswegen zu guter Letzt so, ich meine, ja, ihr habt jetzt das Interview gehört, aber trotzdem, vielleicht kannst du nochmal so abschließend sagen, was würdest du den Menschen da draußen mit auf den Weg geben wollen, wie jetzt nach dem ersten Teil, die jetzt überlegen, sich irgendwie nebenberuflich was aufbauen zu wollen. Ich meine, das Warum haben wir ja eigentlich schon alles erläutert, aber vielleicht kannst du nochmal so ein Fazit nochmal für dich oder für uns ziehen. gut, das Warum. Erstmal, jeder hat sein eigenes Warum. Und Klar. jeder, also ich glaube wirklich, jeder hat irgendwelche Gründe, warum er vielleicht noch irgendwas anders machen könnte. Also ich will nicht sagen, ne, es gibt bestimmt Leute, die sind absolut glücklich, so wie es jetzt gerade ist. Und wenn du wirklich glücklich damit bist, dann ist das okay. Ja, dann ist das okay und dann will dich da auch keiner rausdrängen. Ja. Dann mach das genauso weiter, bitte. Ja. Aber wenn du irgendwie merkst, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht, dann sei offen für neue Möglichkeiten. Ich erlebe das so viel, ja, dass Leute dann sagen so, oh nee, kein Bedarf, kein Dings. Und die Leute, die schauen sich nicht mal die Informationen dazu an. Informationen dazu, wie die ganze Sache funktioniert, sind kostenlos, Freunde. Ja. Deine Entscheidung, die kommt erst nach den Informationen und erst danach würdest du was bezahlen. Aber die Leute, die wollen sich ja nicht mal Informationen angucken. Was ich damit sagen will, seid offen für Neues. Ja, hört auf, euch komplett hier die Hände vor den Augen zu halten und zu sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht, Schneeballsystem und so weiter. Das ist auch noch so ein Punkt. Ja. Schaut euch Dinge an und informiert euch erstmal und dann könnt ihr immer noch eine Entscheidung treffen. Ja, die meisten, die fangen ja so, selbst wenn die Leute anfangen wollen, wollen sie es halt, werden sie angeschrieben, ach ja, nee, kein Bock. Ja. Und dann ist halt das Ding, wie schnell willst du erfolgreich werden? Das liegt im Endeffekt komplett an dir. Ja. Wie viel Zeit investierst du rein? Das bestimmst komplett du. Wie viel verdienst du? Wie schnell wirst du erfolgreich und so weiter? Das liegt komplett an dir. Das bestimmst komplett du selber. Das liegt einfach nur daran, wie viel Zeit investierst du, ja. Aber ich kann nur jedem ans Herz legen, beschäftigt euch mit dem Thema Finanzen, Leute. Ja. Sonst seid ihr nach 40 Jahren Arbeitsleben irgendwann am Arsch. Ja. Ist leider Gottes wirklich aktuell Realität. Ja. Wahrscheinlich auch noch schlimmer oder generell. Nicht jetzt auf jeden Fall wegzudenken in den nächsten Jahren, dass das irgendwie besser wird oder so. Nee. Ja, tolle abschließende Worte, fand ich jetzt so. Dann danke auch erstmal so generell für deine Zeit heute. Ihr seid nochmal aufgefordert, Teil 1 anzuschauen, auch wenn es da jetzt um Thema Chemikant ging. Aber das ist ja das Interessante, zu sehen, dass jemand, der ja im Berufsleben ist, sich nebenbei was aufbaut und deswegen jetzt hier Teil 2 nur um diese Thematik sich gedreht hat. Genau. Checkt, wie im Intro schon eingeblendet, was wir jetzt hier nicht sehen werden, die Links in der Videobeschreibung ab. Ja, kontaktiert den Niklas und einfach mal anhören, Kontakt aufbauen. Schadet nichts. Punkt. So. Tut keinen weh. Genau, tut keinen weh. In dem Sinne verabschieden wir uns jetzt und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Macht's gut. Tschüss.